Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Christian Sievers. Einen guten Samstagabend Ihnen allen. Wenn man zu lange in den Abgrund schaut, dann schaut der Abgrund irgendwann zurück. Mit diesem Gedanken des Philosophen Friedrich Nietzsche hat der FDP-Chef heute Mut machen wollen, den Deutschen. Christian Lindner sagt, er habe den Eindruck, hier greife die Lust am Untergang um sich. Irgendwie passt das Ganze aber auch auf die Lage seiner eigenen Partei. Die FDP hält heute ihr traditionelles Dreikönigstreffen ab und sie kämpft in den Umfragen praktisch überall, wo es dieses Jahr drauf ankommt, mit der 5%-Hürde. Luisa Huben berichtet. Wolfgang Öpen war einer der Ersten, der dafür stimmte, dass die FDP die Ampel verlässt. Ein Weckruf sollte die Basisabstimmung sein. Sie scheiterte. Knapp. Beim Dreikönigstreffen in Stuttgart hoffen Öpen und seine Mitstreiter, dass die Parteispitze trotzdem reagiert. Insofern ist das knappe Ergebnis für uns ein Zeichen, dass doch die überwiegende Zahl der Mitglieder hier ganz mulmiges Gefühl hat und sagen, wir wollen jetzt eine klare Entscheidung haben. Wir wollen auch, dass ihr euch klar positioniert auf Bundesebene, damit wir wissen, wo es in Zukunft hingeht. Doch konkret spricht Parteichef Lindner im Stuttgarter Opernhaus den Basisentscheid nicht an. Stattdessen verteidigt er die bisherige Ampelpolitik. Die Bundesregierung handelt. Sie ist nicht fehlerfrei. Wer wäre das? Aber wir entscheiden mehr richtig als falsch, denn sonst würde die FDP dieser Regierung nicht angehören. Er wirbt für Optimismus, wohl auch mit Blick auf das Wahljahr. Es stehen 3 Landtagswahlen und die Europawahl an. Gewinnen soll letztere sie. Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann euphorisch begrüßt im Saal. Ein Europa-Freak sei sie, sagt Strack-Zimmermann und sorgt sich um die Zukunft der EU. Die Nationalisten sind toxisch und gefährlich. Und meine Damen und Herren, das ist nicht profan. Denn letztendlich werden Politikerinnen und Politiker, und dazu gehört die AfD, da gehört auch Frau Wagenknecht dazu, in die EU rein wollen, um sie von innen kaputt zu machen. Kämpferisch zeigt sie sich, weckt Hoffnung, dass die FDP in Wählerumfragen wieder zulegen könnte. Bundesweit liegt sie derzeit um 5%. In den ostdeutschen Ländern, in denen 2024 gewählt wird, gar drunter. Doch die Debatten um Haushalt und Schuldenbremse laufen schon wieder wegen des verheerenden Hochwassers und den wütenden Landwirten. Auch hier in Stuttgart fordern sie heute weiter, die geplanten Kürzungen zurückzunehmen. Lindner erteilt dem eine Absage. Für die FDP dürfte es in der Ampel 2024 nicht leichter werden, fürchtet Wolfgang Öpen. Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir heute ein bisschen klarer nach vorne kommen, dass er auch ein bisschen klarer sagt, wo die Abgrenzung zu den Koalitionspartnern stattfinden soll. Das kam heute nicht und das war ein bisschen enttäuschend. Und doch klatschen sie sich am Ende Mut zu für ein herausforderndes Jahr. Denn sollte die FDP in den kommenden Wahlen abgestraft werden, dürften die Rufe nach einem Ampelausstieg wieder lauter werden. Neues Jahr und dennoch ein Déjà-vu. Eine Wahl, auf die die ganze Welt guckt, könnte zu einem Duell werden, das die ganze Welt schon mal in Atem gehalten hat. Biden gegen Trump. Im November entscheiden die Wählerinnen und Wähler in den USA. Der amtierende Präsident geht jetzt zur Attacke über. Er sagt, zur Abstimmung stünden diesmal nicht nur er und ein Kontrahent, sondern nichts anderes als Demokratie und Freiheit. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, der 6. Januar. Da war doch was. Elmar Thewissen. Ein begeistertes Publikum gehört zu einer guten Inszenierung. Natürlich auch die klare Botschaft, in diesem Fall die Warnung vor einem Schreckgespenst. Donald Trumps Wahlkampf ist besessen von der Vergangenheit, nicht der Zukunft. Er will unsere Demokratie opfern und sich selbst ermächtigen. Wir wissen alle, wer Donald Trump ist. Wir müssen die Frage beantworten, wer wir sind. Das steht auf dem Spiel. Wer sind wir? Stehen die Amerikaner noch für Demokratie? Diese Frage stellte Biden passend in Valley Forge, dem Ort des Winterlagers von George Washington 1777. Aus verzweifelter Lage führte er damals seine Armee am Ende siegreich gegen die Truppen des englischen Königs, eines Tyrannen. Danach hätte er sich selbst zum König machen können, aber Washington gab die Macht zurück, zu sehen im Gemälde im Kapitol, das sie am 6. Januar 2021 erstürmten, angespornt von Donald Trump.
Und der, so behauptet Biden, wolle nun vollenden, was ihm damals nicht gelang, Amerika in eine Diktatur verwandeln. Schon jetzt spreche er die Sprache der Tyrannen. Er nennt alle, die gegen ihn sind, Ungeziefer. Er sagt, Amerikas Blut werde von Zuwanderern vergiftet. Das ist exakt die gleiche Sprache wie einst in Nazi-Deutschland. Trumps Anhänger, die vor seinem Auftritt in Iowa in der Kälte ausharren, mögen seine Schimpftiraden und sie glauben, dass in Wahrheit vor allem das FBI hinter der Gewalt vom 6. Januar steckte. 25% aller Amerikaner sind davon überzeugt, 44% der Trump-Wähler. Vieles, was da am 6. Januar passiert ist, das lag nicht an den Trump-Anhängern, das waren die, die man eingeschleust hat. Die Opposition hat sie da reingeschickt. Auch Trump behauptet das und spottet über Bidens Botschaft von Valley Forge. Er sagt, ich sei eine Bedrohung für die Demokratie. Demokratie. Er konnte das Wort nicht einmal lesen. Ich werde am ersten Tag ein Diktator sein, um das Ölbohren zu erlauben und die Grenze zu schließen. Danach werde ich kein Diktator sein. Trump behauptet, die wahre Bedrohung für die Demokratie sei Biden. Es wird ein Wahlkampf, in dem beide Seiten Ängste schüren. Die Wähler müssen nun entscheiden, wer dabei lügt und wer dabei die Wahrheit spricht. Seit mehr als 22 langen Monaten wehrt die Ukraine eine russische Invasion ab. Dieses Jahr zu überleben bedeutet, den gesamten Krieg zu überleben, sagt der ukrainische Präsident und kündigt heute an, die Rüstungsproduktion des Landes massiv hochzufahren. Aber Panzer und Raketen sind nicht alles. Wer aktuell an der Front kämpft, wartet sehnsüchtig auf Ablösung. Heute ist der 682. Tag des Krieges. Und genau da hakt es gewaltig. Es ist das Thema, das in der Ukraine die Gespräche bestimmt. Die Regierung braucht dringend weitere Soldaten. Eine neue Mobilisierungswelle droht. Und gleichzeitig schwindet das Vertrauen in die Art und Weise, wie da ausgewählt wird, zeigt meine Kollegin Alisa Jung. Sie üben hier den Kampf an der Front. Junge Menschen, die vorbereitet sein wollen für den Fall, dass sie bald kämpfen müssen. Es wird nicht bequem sein. Kämpfen ist immer unbequem, erklärt der Ausbilder. Die Stadt Kiew bietet das Training kostenlos an. Die Kurse sind voll, denn die Regierung hat deutlich gemacht, sie braucht mehr Männer für den Kampf. Ich habe viele Freunde, die aktuell dienen. Und ich weiß, dass auch meine Zeit kommen wird. Auch für jene, die gesundheitlich nicht die fittesten und quasi halb blind sind wie ich. Auch wir werden eines Tages an die Front müssen, um andere abzulösen. Oleksiy Schewtschenko versucht zu scherzen, weiß aber, das Thema ist ernst. Am Anfang ist man sehr verloren und deshalb ist es wichtig, sich diese Fähigkeiten anzueignen, wenn das Gefährlichste eine 6 mm Plastikkugel ist und keine aus Blei. In jeder Stadt wirbt das Militär für sich. Zerstör den Feind. Kämpf in der 3. Angriffsbrigade. Doch das wollen einige nicht. Verstecken sich zu Hause, aus Sorge vom Militär aufgegriffen und eingezogen zu werden. Wie Alex in Odessa, der nur mit uns spricht, weil wir sein Gesicht nicht zeigen und echten Namen nicht verraten. Wenn ich eingezogen werde, bedeutet das, ich durchlaufe einen standardisierten Prozess. Da werden keine Fragen gestellt, was ich kann, und meine Fähigkeiten werden ignoriert. Und ich kann nicht zeigen, wie ich nützlich sein kann. Mehr Transparenz und mehr Vertrauen. Daran will die Regierung nun arbeiten, um Männer zu überzeugen. Hat Agenturen engagiert, die online die Möglichkeit geben, eigene Qualifikationen einzutragen und dann passende Stellen beim Militär finden. Wir geben Zivilisten die Möglichkeit, die militärische Einheit und Position zu wählen, damit sie entscheiden können, wo und als was sie dienen. Es geht zuallererst um Sicherheit und Klarheit für deine Zukunft, sofern das eben geht. Ein Problem bleibt. Manche Jobs wie in der IT wollen viele, an die vorderste Front weniger. Unklar, wie sie das lösen wollen. Alex sagt, er war nicht vorbereitet, in einem Land im Krieg zu leben, das nicht genug Hilfe aus dem Westen bekommt, um zu gewinnen.
Unsere Regierung sagt, die Mobilisierung muss laufen, weil wir Leute brauchen. Männer werden getötet und verletzt und wir müssen sie ersetzen. Er fühle sich wie ein Werkzeug, das die Regierung braucht und nimmt, um etwas zu bauen. Doch die Werkzeuge seien endlich. So, jetzt weitere Nachrichten hier von diesem Samstagabend in der Übersicht. Und die hast du, Hanna. Die Winterklausur der CSU-Landesgruppe in Klosterseeon ist mit scharfer Kritik an der Ampelkoalition gestartet. Es habe noch nie eine Regierung mit so wenig Vertrauen bei der Bevölkerung gegeben, sagte CSU-Chef Söder zum Auftakt und erneuerte seine Forderung nach zeitnahen Neuwahlen. Bei dem dreitägigen Treffen soll es unter anderem um die kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland und das Thema Migration gehen. US-Außenminister Blinken hat sich vor seiner mehrtägigen Reise in den Nahen Osten mit dem türkischen Präsidenten Erdogan getroffen. Dieser ist ein scharfer Kritiker Israels und gibt sich als Sympathisant der Terrororganisation Hamas. Laut Blinken wolle die Türkei dennoch dazu beitragen, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Unterdessen feuerte die Hisbollah-Miliz im Libanon nach eigenen Angaben 62 Raketen auf den Norden Israels. Ziel war ein Militärstützpunkt. Der Angriff sei eine erste Reaktion auf die Tötung eines Hamas-Anführers am Dienstag in Beirut. Bundespräsident Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben heute im Schloss Bellevue Sternsinger aus dem Bistum Limburg empfangen. Die Jungen und Mädchen stehen stellvertretend für alle Sternsinger, die sich bundesweit an der Aktion beteiligen. In diesem Jahr werden Spenden für den Erhalt des Amazonas-Regenwalds gesammelt. Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat die 72. Vierschanzentournee gewonnen und einen Sieg von Andreas Wellinger verhindert, der in der Gesamtwertung auf Platz 2 landete. Beim Abschlussspringen in Bischofshofen lag Wellinger deutlich hinter dem Japaner, der die Tournee nun zum 3. Mal gewonnen hat. Bereits 2019 und 2023 holte sich Kobayashi den Goldadler. Mehr dazu gleich nach uns im aktuellen Sportstudio. Zu den Lottozahlen an diesem Samstag. Die lauten 3, 5, 14, 18, 34, 47, Superzahl 7. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. In den nächsten Tagen wird es teils frostig. Die Wetteraussichten. Im Süden lässt der Schneefall morgen nur langsam nach. An der Donau und am Rhein kann auch Regen dabei sein. Kräftige Schneeschauer gibt es auch von Vorpommern bis ins nördliche Brandenburg. Sonst bleibt es trocken. Bei eisigem Wind werden -4 bis +4 Grad erreicht. Mit frostigen Temperaturen zwischen -7 und +3 Grad und viel Sonne geht es in den nächsten Tagen weiter. Jeder einzelne Flug ist ein Wunder, finde ich zumindest. Wenn diese Kisten mit hunderten Menschen an Bord tatsächlich abheben und dann sicher wieder landen. Ein echtes Flugzeugwunder haben wir ja bereits Anfang dieser Woche erlebt in Japan, als alle 379 Menschen an Bord aus einem lichterloh brennenden Airbus entkommen konnten. Heute ein weiterer Albtraum für Flugpassagiere, der ebenfalls gerade noch mal gut ausging. Das ist Alaska Airlines Flug 1282. Die Maschine verliert in 4.900 Metern Höhe einen Teil der Kabinenwand samt Fenster. Ohrenbetäubender Lärm, heftiger Luftstrom. Durch das Loch sehen die Passagiere in die schwarze Nacht. Doch die Maschine kann umkehren nach Portland, Oregon und sicher landen. Es ist eine Boeing 737 MAX, ein Typ, der mehrfach katastrophale Probleme hatte. Mehr als 170 Maschinen des Typs müssen in den USA jetzt erstmal am Boden bleiben, bis sie genau überprüft wurden. Der Chef der Airline übrigens wandte sich an seine Passagiere, die noch mal mit dem Schrecken davon gekommen sind, und sagte: Es tut mir so leid, was Sie erlebt haben. Ja, gerade noch mal gut gegangen. Ja, das kann man wohl sagen. In diesem Sinne einen ruhigen und schönen Abend noch. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.